Alter, stell dir vor, du bist ein Kind, deine Eltern bestrafen dich und du fühlst, dass du keine Liebe verdienst, wenn du nicht perfekt bist. Ich möchte John Gray in der Show willkommen heißen. Wie geht es dir, John? Mir geht's super, freue mich hier. Vielen Dank für Ihr Erscheinen in der Sendung. Ihre Bücher haben mir auf meinem Lebensweg geholfen und ich erkannte erst nach meiner Hochzeit, wie sehr ich sie brauchte. Das gilt für viele. Ich kenne viele Singles, die sich fragen, wozu sie das brauchen. Dann heiratet man und erkennt, dass Männer und Frauen manchmal unterschiedlich sind. Nein, als dein legendäres Buch Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus herauskam, erinnere ich mich, dass es mir die Augen für viele Dinge geöffnet hat. Ich fühlte mich besser vorbereitet in Beziehungen, musste aber tiefer graben, nachdem ich in einige ernsthafte Beziehungen eingetreten war. Es war eine prägende Zeit, die mich nachhaltig beeinflusst hat. Ja, Beziehungen bringen alles hervor, was zum Wachsen nötig ist. Keine Frage, keine Frage. Wie haben Sie diese Reise begonnen? Wie sind Sie auf dieses Konzept gekommen? Die Idee, Männer sind vom Mars, Frauen sind für mich. Übrigens, arguably, einer der besten Titel für ein Sachbuch zur Selbsthilfe überhaupt. Ja. Wissen Sie, was an diesem Buch einzigartig ist? Es geht nicht so sehr um Selbsthilfe, sondern darum, wie wir einander missverstehen. Genau, richtig. Es liegt so sehr daran, dass wir unrealistische Erwartungen haben. Aber wie ich zu diesem Buch kam, hätte ich als Kind nie gedacht, dass ich ein Beziehungsexperte werde. Ich war nur ein normales Kind, das aufwuchs, high wurde, Sex genoss, all diese lustigen Sachen in den 60ern als Teenager. Und dann, nach Woodstock war ich so high, dass ich abstürzte. Ich dachte, es muss einen anderen Weg geben. Die Beatles hatten gerade gesagt, dass man high werden kann, ohne abzustürzen. Und zwar durch Meditation. Also lernte ich TM. Ich traf Maharishi, als die Beatles gingen und blieb 9 Jahre bei ihm. Er war ein wichtiger Mentor in meinem Leben, mein persönlicher Assistent und ich lebte mit ihm. Ich unterrichtete seine Lehrertrainingsprogramme, was seinen großen Einfluss verdeutlichte. Sie hatten sogar mein Poster. In den 70ern wurde mein Gehirn untersucht, als die Hirnforschung begann. Ein Poster mit meinem Bild und meiner Gehirnfunktion wurde in allen 3600 Zentren aufgehängt. Es zeigte, dass Meditation dich in diesen Zustand versetzen kann. Also meditiere ich im Grunde seit 50 Jahren, was ein großer Teil meines Lebens ist. Während dieser Zeit war ich ein zölibatärer Mönch. Ich habe ihn nachgeahmt. Ein Masterabschluss bedeutet, dass man etwas außerhalb von sich selbst meistert. Ein Bachelor ist eher eine Wissenssammlung. Manche machen dann den Master. Da ist etwas, das mich wirklich anzieht. Ich wollte das werden. Ich wurde in gewisser Weise wirklich zu ihm und konnte dir auf jede Frage, die er gehabt hätte, eine Antwort geben. Dann war es Zeit für mich, mein eigenes Ding zu machen. Ein natürlicher Übergang für meine Promotion, die originelles Denken erfordert. Das geschah mit etwa 28 Jahren, als ich in die Welt hinausging und anfing, Sex zu haben, nach 9 Jahren ohne. Habe die ganze Zeit nicht masturbiert. Ein echter Mönch masturbiert nicht und ein echter Mensch, der nicht masturbiert. Bei einem Mann kommt das Sperma tatsächlich aus der Haut. Früher, wenn ich geschwitzt habe, roch es nach Sperma, aber es geht wirklich ins Gehirn. Ich habe online viele berühmte Stars und Prominente gesehen, die neben den Genies der Vergangenheit Enthaltsamkeit praktizieren. Gewählte Enthaltsamkeit. Nicht um Sex zu haben, den sie nicht haben. Das ist eine ganz andere Sache. Aber tatsächlich lernen sie diese Lebensenergie zu integrieren und sie nur zu teilen, wenn viel Liebe empfunden wird, um nicht ausgelaugt zu werden. Andernfalls, die Menschen werden jetzt die ganze Zeit ausgelaugt. Wie auch immer, das war meine Reise. Also als ich wieder anfing, Sex zu haben mit 29 Jahren, nach 9 Jahren Enthaltsamkeit. Ich hatte viele Freundinnen. Ich sagte zu ihnen, schau, ich war ein Mönch. Zeig mir, was dich glücklich macht. Das war akzeptabel, sogar attraktiv für sie. Sie taten es. Ich erkannte, dass ich Sex hatte, aber diese Dinge nicht kannte. Frauen waren alle unterschiedlich mit verschiedenen Erfahrungen und so weiter. Also begann ich einfach, Seminare über Sex zu geben. Denn wir sind sehr verschieden in sexuellen Angelegenheiten. Das ist unbestreitbar. Um die Beziehung aufrechtzuerhalten, ist gute Kommunikation entscheidend. Also wurde ich Expertin für Kommunikation und Expertin für Beziehungen.
Ironischerweise war es das eine, was mein Lehrer Maharishi nicht lehrte. Er sprach nie über Beziehungen. Und wenn man einen Kult verlässt, ist es irgendwie ein Kult. Ein netter Kult, es war nett. Sehr netter Kult, ein netter Kult. Nicht all diese Verrückten, aber als Lehrer sagen sie, dass du nicht TM unterrichten darfst, wenn du gehst. Weißt du, du lehrst, was du lernen musst. Eigentlich bin ich ein Meister der Meditation. Also war das nicht wirklich das, was ich lernen musste. Also habe ich es nicht mehr unterrichtet. Ich dachte, was kann ich sonst noch lehren? Es stellte sich heraus, ironischerweise, alles, was er nicht lehrte. Also bin ich im Schatten eines großen Baumes aufgewachsen und wurde woanders gepflanzt, um mein eigenes Ding zu machen. Und was TM oder was Meditation, verschiedene Meditationen, die Menschen machen, bewirkt, ist, dass sie deine Kreativität zur Problemlösung öffnet. Also wurde ich ein Problemlöser. Die Leute nehmen an meinen Seminaren über Sex und Liebe teil. Dann suchten sie Beratung bei mir. Und während meiner Beratungstätigkeit wurde mir klar, dass das Hauptproblem darin bestand, dass Frauen Männer überhaupt nicht verstanden und umgekehrt. Ich erweiterte mein Verständnis von Frauen, denn Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Über einen Zeitraum von 9 Jahren verbrachte ich täglich 8 Stunden damit, Frauen zu beraten, die alle ähnliche Beschwerden über ihre Ehemänner hatten. Wir haben alle unsere eigenen einzigartigen Unterschiede, aber wenn es um die Dinge geht, die uns am meisten stören, ist alles, was dich stört, wirklich eine Fehlinterpretation der Realität. Jetzt bin ich 70 Jahre alt, ein glücklicher und erfolgreicher Kerl und ich lasse mich einfach nicht von Fehlinterpretationen der Realität einfangen. Nichts stört mich wirklich. Und doch habe ich immer noch Leidenschaft. Bin anderer Meinung bei manchen Dingen. Ich versuche, hitzige Debatten über Trans-Themen zu vermeiden. Ich denke einfach, dass es in die falsche Richtung geht. Wir müssen erkennen, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich sind. Man kann seine sexuelle Identität nicht wirklich kennen, bis man sie überhaupt erst zu erkennen beginnt, wenn man durch die Pubertät geht. Der große Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt auf biologischer Ebene. Um stressfrei zu sein, müssen unsere Testosteronspiegel 10 bis 20 Mal höher sein als die einer Frau. Die Östrogenspiegel einer Frau müssen 10 bis 20 Mal höher sein als die eines Mannes. Bestimmte Dinge produzieren Östrogen. Bestimmte Dinge erzeugen Testosteron, aber das zeigt sich erst in der Pubertät. Bei einem Jungen steigt das Testosteron in der Pubertät um das 10-fache. Bei einem Mädchen steigt der Östrogenspiegel stark an und sie bekommt ihre Periode, ihre Hormone. Also wissen wir nicht einmal, wer wir in Bezug auf unsere sexuelle Identität sind. Und ich weiß, das ist das umstrittenste Thema, aber ich habe gerade den ganzen Vortrag darüber beendet. Also kommt es aus mir heraus. Es ist das, was heute in der Welt passiert. All diese Diskussionen. Als ich Männer sind vom Mars schrieb, war das der Anfang, als die Universitäten Unsinn erzählten, dass alle Geschlechterunterschiede nur gesellschaftliche Konstrukte seien und dass Männer und Frauen wirklich nicht so unterschiedlich seien. Ich stimme zu. Weißt du, die Gesellschaft definiert uns als Männer und Frauen. Ich trage kein Kleid. Ich meine, in Schottland können Männer Kleider tragen, weißt du? Das ist also die Gesellschaft, die solche Dinge sagt. Aber die meisten Gesellschaften, oder eigentlich würde ich sagen, alle historisch gesehen, sie schaffen eine Kultur, die besonders Männer unterstützt bei der Produktion von Testosteron und eine Kultur, die Frauen fördert, mehr Östrogen zu produzieren. Denn wenn Frauen ihr Östrogen in Anwesenheit eines Mannes nicht verdoppeln können, wird die Spezies aussterben. Um schwanger zu werden, müssen die Östrogenspiegel von Frauen 20 Mal höher sein als die eines Mannes. Und so gibt es bestimmte biologische Funktionen, evolutionär gesehen, haben wir Kulturen geschaffen, die das Wohlbefinden unterstützen. Denn wenn wir uns den Körper ansehen, okay, haben wir dieses Ding namens Stresshormone. Stresshormone sind für den kurzfristigen Einsatz nützlich, Zans B, um vor einem Tiger zu fliehen. Allerdings sollte man nicht permanent in einem Zustand hoher Stresshormone verweilen. Bei Männern führt Stress zu niedrigen Testosteron- und hohen Östrogenspiegeln. Bei Frauen hingegen sinken die Östrogenspiegel und die Testosteronspiegel steigen bei Stress. Ein nicht gestresster Mann hat im Durchschnitt 10 bis 20 Mal höhere Testosteronspiegel als eine durchschnittlich glückliche Frau. Und eine glückliche Frau, ihre Östrogenspiegel sind 10 Mal höher als die eines Mannes. Sie verdoppeln sich, wenn sie erregt ist. Bei einem Orgasmus steigen sie sogar auf das 20-fache im Vergleich zu einem Mann. Das sind einfache Fakten, nicht kompliziert. Man sagt, dass mehr Forschung nötig ist. Nun, wir brauchen mehr Forschung zu verschiedenen Themen. Aber niemand hat sich jemals diese einfachen hormonellen Unterschiede angesehen, im Hinblick darauf, wie man bessere Beziehungen führt. Wenn eine Frau
einen niedrigen Östrogenspiegel hat, ist sie im Grunde genommen ständig in einem Zustand chronischen Stresses. Und Frauen sind, es handelt sich um eine bedeutende Angelegenheit. Viele Frauen suchen in Amerikas Beratungsbranche nach Erleichterung. Ich berate Frauen den ganzen Tag und habe festgestellt, dass sie es nicht mögen, wenn ich ihre Probleme löse. Als ich anfing, mehr zuzuhören, hatte ich eine Warteliste für meine Therapiesitzungen. Frauen zum Weinen zu bringen, macht sie wirklich glücklich, da es ihnen hilft, ihre verletzlichen Emotionen zu erleben, die sie bei der Arbeit nicht teilen. Es zeigt sich, dass das Teilen deiner verletzlichen Emotionen, die du mit niemandem teilst, tatsächlich die Östrogenproduktion steigert. Dies ist entscheidend für Frauen, da sie sonst nicht schwanger werden können. Die Natur belohnt dich, wenn du in der Lage bist, die Spezies zu verbreiten. Lassen Sie mich fragen, weil ich fragen muss. Ich hatte ein paar Leute in der Show, die in der Gegenwart von Maharashti waren. Maharishi. Wie war diese Erfahrung, vor einem aufgestiegenen Meister zu stehen? Ich habe Leute, die, wissen Sie, 8 Wochen, ein paar Wochen hier, 9. Das ist unerhört. Wie war das so? Es war großartig. Mein Leben jetzt ist noch großartiger. Aber wissen Sie, jeder hat seine. Wenn ich ein professioneller Basketballspieler wäre, einfach Körbe werfen, ich glaube, so nennt man das. Wäre es, wenn er wirklich im Flow ist, Ekstase. Okay, das ist eine Möglichkeit, Ekstase zu erleben, indem man in etwas gut ist. Ich wurde wirklich gut in Meditation, was bedeutet, dass man zölibatär wird. Diese Lebensenergie steigt die Wirbelsäule hinauf und erleuchtet das Gehirn. Deshalb sind alle großen Yogis Zölibatäre. Jetzt. Was ich bin immer noch ein großer Yogi. Gestern habe ich mir einen Tag freigenommen. Ich habe 16 Stunden meditiert, okay? Und ich war in einem Zustand meditativer Ekstase. Ich bleibe zölibatär, obwohl ich gelernt habe, Sex zu haben, ohne zu ejakulieren. Der sehr hohe yogische Zustand bedeutet, dass man das Leben nicht mehr transzendieren muss. Man findet sein höheres Selbst und bringt es in alle Energiezentren hinunter. So erreicht man Erfolg, bezahlt Rechnungen, verdient Geld, hat Sex, zieht Kinder groß, hat Enkelkinder, lebt in der Welt und bringt das Göttliche in die Welt. Als Menschen betrachten wir uns oft als nur ein konditioniertes Tier und denken, wir hätten freien Willen. Doch diesen haben wir erst, wenn wir Fehler machen und leiden. Und dann erkennen wir, dass unser Leiden von uns selbst verursacht wird und von niemand anderem. Dann kommt das Göttliche ins Spiel. Das ist das göttliche Bewusstsein, dass wir dafür verantwortlich sind, unsere Realität zu erschaffen. Also, wenn ich verärgert bin, bleibe ich verärgert. Das ist Teil des Menschseins. Wie schnell ich mich wieder nicht nur gut, sondern besser fühle und eine Lektion lerne. Sieh mal, unser freier Wille. Wir sind eine erstaunliche Spezies, die, wenn wir leiden, dann sagen kann, oh, ich kann das korrigieren und ich kann anders leben. Ich kann anders mit meiner Frau sprechen. Ich kann anders mit mir selbst sprechen. Ich kann die Realität anders interpretieren. Die Fähigkeit, Dinge anders zu sehen. Deshalb lehrt TM über kreative Intelligenz. Kreative Intelligenz bedeutet, etwas neu zu betrachten, anstatt sich auf wiederholende Intelligenz zu verlassen. Schaffen. Also lass mich eine neue Art und Weise schaffen, wie ich auf das Nörgeln meiner Frau reagiere und wütend auf sie werde und dann reagiere ich wie ein Tier. Warum nicht eine kreative Lösung finden, um nicht wie ein Tier zu reagieren? Zum Beispiel, lass uns jetzt nicht darüber reden. Lass uns darauf konzentrieren, warum ich dich so sehr liebe. Und das kann man ganz einfach tun. Wenn du Eskalation vermeidest, kennst du den Beginn und die Eskalation von Streitigkeiten in Beziehungen. Wenn du den Streit eskalierst, gerätst du in den Kampf- oder Fluchtzustand, was den Testosteronspiegel der Männer senkt. Vieles von dem, was ich sage, ist kontraintuitiv, da es dem heutigen Glauben widerspricht. Wir bewegen uns in die falsche Richtung. Unsinn. Wenn ein Mann wirklich wütend wird, sollte er aufhören zu reden, ähnlich wie es im Bootcamp gelehrt wird. Wenn du aufgebracht bist, hör auf zu reden, wie Buddha lehrte. Vergiss es. Wende diese Logik jetzt auf einen Mann an. Er hat diese Technik vor allem Männern beigebracht. Wenn deine Frau aufgebracht ist, was tun wir instinktiv? Wir sagen Dinge wie, vergiss es, mach dir keine Sorgen, kein Problem. Hey, warum bringst du das immer wieder zur Sprache?
Das sagen wir, weil wir nicht so viel Östrogen brauchen. Wenn du über Probleme sprichst, produzierst du Östrogen. Wenn dir jemand zuhört und dein Stresslevel sinkt, hast du keine Probleme. Dein Gehirn gleicht das Problem aus und erkennt, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Frauen brauchen das. Deshalb suchen viele von ihnen Therapie auf, um sich einfach auszusprechen und zu beschweren. Es ist wichtig für sie, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen, um Erleichterung zu finden. Lassen Sie mich das fragen, weil ich habe meditiert wahrscheinlich. Mein Rekord liegt bei 4 Stunden, 4,5 Stunden. Gut für dich. Ich meditiere täglich, mindestens 1 bis 2 Stunden. Das war mein Ziel. Ja, ich versuche es wirklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, was bei einer 16-stündigen Meditationssitzung passiert. Nun, es ist jetzt anders als damals. Jetzt. In jenen Tagen musste ich mich bewegen. Mein Körper würde zittern. Wegen Blockaden im Energiefluss. Du wirst Leute sehen, die Japa-Perlen benutzen. Sie sind immer aktiv. Okay. Das löst alle Blockaden, die du hast. Für mich war es so. Es war buchstäblich wie dieser Tigger. Wie Tigger, stundenlang und stundenlang. Und wenn du dir vorstellen kannst, stell dir vor, du stößt beim Sex. Gibt es ein Zeitproblem? Nein, jetzt denkst du nicht an die Zeit. Man denkt überhaupt nicht an die Zeit. Wenn du dir also diese Ekstase vorstellst, wenn ich einfach so mache, da war Ekstase und ich würde durchgehen. Was ich jetzt identifiziert habe, sind im Grunde 34 Ebenen. 32, 34 Ebenen von verschiedenen Perspektiven. Hier ist ein Klassiker, wenn du spirituelle Bücher liest. Du wirst sehen, dass verschiedene erleuchtete Typen es unterschiedlich beschreiben. Und das liegt daran, dass sie es ein bisschen anders erleben. Hier ist ein klassisches Beispiel. Du meditierst. Du erkennst, dass der Raum um dich herum unbegrenzt ist. Das war einfach das Schönste. Ich würde das mein erstes echtes Erwachen der Erleuchtung nennen. Das war mit 28. Aber schon mit 24 erinnere ich mich, als ich meditierte. Damals meditierte ich 1 oder 2 Stunden. Du hast diese Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht. Mein Geist hat seinen Ruheplatz gefunden, wie ich es beschreibe. Ja, das ist so schön. Siehst du, wenn dein Geist einfach ruht und du vollkommen entspannt bist, dann gibt es einen Fluss. Okay, dann gibt es den Fluss und es gibt kein Zeit und die Zeit bleibt stehen. Du bist in dieser Art glückselig. Ich benutze das Wort Glückseligkeit mehr als alles andere. Ekstase ist auch ein gutes Wort, aber es packt nicht wirklich. Beschreibe das Gefühl, wenn du hinausgehst. Es gibt verschiedene Ebenen. Glückseligkeit ist eine, Ekstase eine andere, Sanftheit noch eine weitere, ein wolkenartiges Gefühl des Verschmelzens in Sanftheit. All diese Ebenen. Die meisten Menschen kennen die 7 Energiezentren als Chakren. Wir werden mit bestimmten Energiezentren geboren. Einige sind stärker entwickelt als andere. Und manche hängen von weiterer Entwicklung ab. Daher fühlen wir uns zu bestimmten Menschen hingezogen, weil in ihrer Gegenwart eine Verbindung entsteht, die möglicherweise ein weniger offenes Energiezentrum aktiviert. Jahre bevor ich berühmt wurde, hatte ich immer Klassen mit genau 32 Personen. Jede schien bestimmte Energieverbindungen zu haben, die das Beste in mir als Lehrer hervorbrachten. Wir werden zu Menschen hingezogen, die offene Kanäle besitzen, die uns durch Resonanz öffnen. Und wir helfen ihnen, sich ebenfalls zu öffnen. Ähnlich wie bei manchen Frauen, bei denen du dich sexuell angezogen fühlst, weil sie einfach einen Kanal haben. Bei anderen ist das nicht der Fall. Es geht um die Verbindung der energetischen Felder. Meditation schafft einen Kanal zwischen verschiedenen Chakren. Ein Kanal erzeugt Glückseligkeit, ein anderer Sanftheit und ein weiterer einfach nur friedliche Grenzenlosigkeit, mein Favorit. Ich kann alle 34 Ebenen aktivieren und fühle mich dann irgendwie in allen gleichzeitig. Aber die Konzentration auf eine erzeugt eine einzigartige Erfahrung. Eine davon ist, wo du bist. Die Präsenz, die von hinten kommt und einfach durch dich hindurchdringt. Und es gibt kein Mein. Wenn ich Ramana Maharshi über seine Erfahrung sprechen höre, das ist eine der, wissen Sie, sie sind alle auf verschiedenen Ebenen. Ich kann mich mit jeder spirituellen Erfahrung identifizieren. Man kann dann sehen, welche Energiebahnen für diese Person offen sind. Und TM erweckt. Hauptsächlich, was die Leute während der TM-Technik erleben, ist, dass bestimmte Menschen davon angezogen wurden, weil Maharishi seine Resonanz mit ihm dir helfen würde, Glückseligkeit zu erfahren. Und dann, ich erinnere mich, es war wie eine Art kosmischer Wandel auf dem Planeten.
Er nannte es die Morgendämmerung des Zeitalters der Erleuchtung. Aber wir hatten diese Kurse, bei denen es etwa 1000 Leute, 2000 Leute gab. Wir waren in all diesen Hotels und meditierten den ganzen Tag, machten Yoga, dann meditierten und Yoga und meditierten. Es war wie ich war, der Zweite, der wirklich anfing, echte, tiefgreifende, grenzenlose Bewusstheit zu haben. Ich meine, buchstäblich, du gehst herum, es gibt keine Grenzen für dein Bewusstsein. Es ist einfach unendlich da draußen. Eine erstaunliche Erfahrung. Es hat mich umgehauen. Das ändert sich, wenn du diese Grenzenlosigkeit in deinen Körper integrierst und andere Zentren öffnest. Das ist etwas, was TM oft bewirkt hat. Viele TM-Meditierende berichten, dass es jemand anderes getan hat. In etwa derselben Woche begann es mir zu passieren und sie erlebten es auch. Dann war es, als ob 1000 Menschen alle grenzenlose Bewusstheit erlebten. Das ist freie Bewusstheit ohne Grenzen. Nach etwa 1 oder 2 Jahren erinnere ich mich daran, dass ich diese grenzenlose Bewusstheit fühlte, aber ich wollte diese grenzenlose Bewusstheit sein. Das wird dann zu einer weiteren spirituellen Erfahrung, bei der ich das bin, anstatt nur, ich erlebe grenzenlose Bewusstheit. Aber darin liegt eine Freude. Jede Ebene hat ihre eigene erstaunliche Freude. Und dann gibt es das, ich bin das, und sobald du das bist, gibt es eine weitere Erfahrung. Was ist? Es ist alles in mir. Es ist alles in mir. Und das einzige andere Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, war, als ich Ayahuasca genommen habe. Und es war, als ob der ganze Wald und alle Tiere in mir wären. Die Geräusche waren in mir, weil alles in mir ist. Du bist mit deiner Umgebung eins. Ja, nein, das ist, ich bin das. Aber das Ich bin ist anders. Es ist eine andere Erfahrung, eins mit allem um mich herum zu sein. Alles um mich herum in mir als ich. Dann erkennt man, dass das eine Art Ego-Auflösung ist. Welches ist es? Wenn ich das bin, aber das in mir ist, dann bin ich. Wer bin ich dann, dass ich das dort drüben bin, dass ich bin? Eine klassische Phrase. Ich bin, der ich bin, über die man nachdenken kann, bis man es erlebt. Es ist erstaunlich. Erfahrung. Denn sobald ich das bin, was alles ist, dann gibt es kein Ich mehr. Also fragt man sich, wer bin ich? Eine andere hinduistische Lehre, bei der sie Neti Neti praktizieren, was bedeutet, ich bin nicht dies, ich bin nicht dies, ich bin nicht dies, ich bin nicht dies. Ich erinnere mich, dass Rajneesh eine lustige Übung hatte, bei der man sich vorstellt, man sei gestorben und man ist weg und alle sind auf deiner Beerdigung. Das habe ich vor langer Zeit in meine Seminare eingebaut. Das ist eine lustige Erfahrung des Nichtseins, außer wenn ich das nicht bin, weil ich das bin, dann bin ich das. Ich bin das Ich bin. Und plötzlich, wer bin ich? Das ist das Bewusstsein deines Bewusstseins von etwas. Okay, also das Bewusstsein des Bewusstseins ist ein bisschen so, aber es ist etwas tiefgründiger. Sobald du hast, ich bin jetzt nicht dieses individuelle Ego, weil was bin ich dann? Das ist dieser Körper und was auch immer und es ist alles eins. Dann verbindest du dich mit der Quelle. Wenn jemand kreativ ist und etwas schreibt oder du einen Film machst und all das, eigentlich bist du genau dort an der Quelle, okay? Es fließt einfach heraus, weißt du, der Fluss, du bist darin und das ist ein Zustand. Dann kommt die totale Hingabe, wo du erkennst, dass die Quelle alles für dich tut. Besonders im Kontakt, du bist abhängig. Es ist nicht mehr ich mache es, sondern ich bin abhängig. Ich erinnere mich, dass ich immer einer dieser Menschen war, der beim ersten Mal etwas wirklich gut macht. Das liegt daran, dass ich mehr mit der Quelle verbunden war. Seit ich 3 Jahre alt bin, praktiziere ich Yoga und als Kind saß ich jeden Morgen mindestens 20 Minuten neben der Heizung. Und was ich damals nicht wusste, ist, dass ich in einen meditativen Trance-Zustand ging. Also ja, Teil meiner Familie. Wenn du ein Schauspieler warst, hattest du Schauspieler als Eltern. Sie wären Schauspieler. Man gibt sozusagen die Linie weiter. Meine Mutter war die, mein Vater brachte mir mit 3 Jahren Yoga bei. Wir machen alle Yoga, die Familie, und das ist in Houston, Texas. Das ist, als wären sie tief in der spirituellen Welt. Und meine Mutter hatte einen esoterischen Buchladen. Sie hat nie Werbung gemacht. Mit so vielen Büchern in ihrer Bibliothek beschloss sie, ein Haus zu kaufen und nur ihre Bücher zu verleihen. Bald wollten die Leute Bücher kaufen und so wurde es der größte esoterische spirituelle Buchladen im Land. Ein weiterer Flügel musste angebaut werden, was schließlich geschah. Sie hatten nur ein kleines Schild, das war alles. Das ist im Grunde, was ich tue. Die Leute fragen mich immer nach Marketingfähigkeiten. Ich nehme einfach die Anrufe entgegen. Das ist alles, was ich mache.
Es ist ein bisschen wie das Gesetz der Anziehung, von dem alle eine Zeit lang besessen waren. Ich bin tatsächlich in diesem Film namens The Secret. Sie haben mich auf nur 1/10 von dem gekürzt, was ich zu sagen hatte. Denn es geht nicht nur um anzuziehen, was im Inneren vor sich geht. Du musst lernen, wie man all die unterbewussten Gedanken verarbeitet, die sagen, dass es nicht passieren wird. Die Leute sagen, oh, ich denke einfach positiv. Du könntest einfach Emotionen verleugnen, und deine Zweifel und Ängste verleugnen. Und dann fragst du dich, warum es noch nicht passiert ist. Nun, weil du nicht alle Hindernisse in deinem Inneren verarbeitet hast, um all das in dein Leben zu ziehen. Und Erfolg ist hart. Schau dir all diese Leute an. Ich weiß, das klingt schrecklich für Menschen, die nicht so erfolgreich sind. Aber was passiert ist, schau dir Filmstars an und wie verrückt ihr Leben ist. Schau dir reiche Leute an, wie oft ihre Familien verrückt sind. In gewisser Weise bist du in Hollywood kein Star, bis du durch die Reha gegangen bist, oder? Es ist wie ein Weg, den du gehen musst. Aber das bedeutet, dass man begreifen muss, dass der Weg zur Reha zeigt, dass dein Leben wirklich schrecklich und schlecht war. Das verstehen die Leute nicht. Denn je sicherer du in deiner eigenen Haut bist, desto mehr Vertrauen schenken dir die Menschen, wenn du Erfolg hast. Sie schätzen dich. Du denkst, ich kann ich selbst sein. Ich bin großartig. Dann kommt im Grunde alles, was nicht zu dir passt, aus dir heraus. Also siehst du das? Sie sind wie eine Gruppe verwöhnter Kinder. In der Ehe passiert dasselbe, wenn du beginnst, dich vor jemandem auszuziehen. Wann war die Zeit, als du aufgewachsen bist, in der du dich ständig ausgezogen hast? Du warst ein Baby, also werden alle ganz weich und babyhaft. Und deine Liebe ist so schön. Das ist die Essenz dessen, wer wir sind, als wir kamen. Aber können wir all die unterdrückten Emotionen, Erfahrungen und Glaubenssysteme bewältigen, die sich zu dieser Zeit gebildet haben? Forscher sagen, dass in den ersten 7 Lebensjahren im Grunde die ganze Zeit in einem Traumzustand verbracht wird. Theta-Gehirnwellen werden produziert, die auch in Hypnose oder im Traum auftreten. Dadurch sind wir ständig hypnotisiert. Unser Selbstwertgefühl basiert anfangs auf unseren Eltern, ihrem Erbe und ihren Erfahrungen. Wenn wir dann beginnen, selbstbewusst und bewusst zu werden, arbeiten wir diese Dinge aus, um zu verstehen, warum wir bestimmte Emotionen empfinden und wie wir die Realität interpretieren. Und wie kann ich da rauskommen? Es reicht nicht, es nur zu bemerken. Man braucht Technologie und Fähigkeiten. Und diese sind in der Geschichte nicht wirklich bekannt, weil es ein altes Sprichwort gibt. Du hast von Pandoras Büchse gehört, oder? Also Pandoras Büchse ist Verlangen. Solange du keine persönlichen Wünsche hast und mehr ein Teil der Gemeinschaft bist, gibt es kein Ich. Denn sobald du persönliche Wünsche hast, hast du Leidenschaft. Und wenn du nicht bekommst, was du willst, dann bist du leidenschaftlich negativ. Das sind also die Dämonen, die herauskommen, sobald du Selbstwertgefühl entwickelst und anfängst zu fragen, was will ich? Kulturen haben oft Menschen davon abgehalten, zu fragen, was will ich? Was will ich? Im Gegensatz zu einem Kollektiv. Es ist die Familie, die du respektierst, die Eltern, die du respektierst, die Gesellschaft. Du gibst dein Leben für dein Land, all dieses Denken. Und dann hast du hier den Buddhismus, der für manche so interpretiert wird, dass man Verlangen aufgeben soll, obwohl er eigentlich sagte, gib die Anhaftung an das Verlangen auf. Aber es minimierte das Verlangen, weil wenn du einige zufriedene Menschen im Leben analysierst, sind sie glücklich mit dem, was sie haben. Sie verlangen nicht mehr. Und was passiert? Es ist ein bisschen wie bei einem Mann, wenn er in Rente geht, er hört auf zu wollen und sein Testosteron sinkt. Er stirbt innerhalb von 3 Jahren, nachdem er in Rente gegangen ist. Das zeigen die Statistiken, Lebensversicherungen mit Verlangen. Ich liebe das Konzept, von dem du sprichst. Sagen Sie, dass wir als Spezies, als Menschen, wie die aufgestiegenen Meister, die Yogis der Welt, denken diese Menschen einfach an sich selbst, völlig verbunden, dass wir alle eins sind, im Gegensatz zu einer einzelnen Person, die von allen anderen getrennt ist? Okay, denk mal so darüber nach. Du redest einfach darüber, dass es passiert. Für mich ist es nur, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte. Es gibt einen Teil, wenn du in der Quelle bist, bist du eins mit allem, richtig? Aber die Erfahrung, eins mit allem zu sein, ist, dass es niemanden gibt. Es ist schwer, diese Dinge zu beschreiben, oder? Du bist Teil der Quelle. Es ist einfach, was ist. Es gibt Bewusstsein für das, was ist. So, wenn wir zur Quelle gehen, sind du und ich dasselbe, aber ich sehe dich völlig anders und ich bin völlig anders, weil ich auch integriert bin. Ich bin auch ein Individuum.
Es ist wie ein großer Ozean. Du bist eine Welle, ich bin eine Welle und wir bestehen alle aus demselben. Wenn du zu Maharishis Lehre TM zurückkehrst, eine großartige Anfängertechnik für alle, machen es manche vielleicht ihr ganzes Leben lang. Maharishi nahm die Blumen und betrachtete sie. Siehst du die kleinen Blütenblätter? Die grünen und weißen Blüten und den grünen Stiel? Geh ein wenig tiefer, um den Saft zu finden. Selbst wenn er weiß wird, bleibt es Saft. Und auch wenn er grün ist, bleibt es Saft. Das ist also der unmanifestierte Zustand des Lebens. Die Quelle ist eine Quelle, ein Ozean. Ein Teil der Erleuchtung ist zu erkennen, dass du eins mit dem Ozean bist und eine Welle auf dem Ozean bist. Und Du bist der Ozean. Es ist, als ob man 2 Flaschen Wasser aus ihm nimmt. Du bist getrennt. ihr seid beide Wasser, aber in einer Flasche. Und weißt du, ich bin der Ozean, ein kleines Stück des Ozeans, richtig? Aber dann ist der Wahnsinn, dass ich die Flasche bin. Der Wahnsinn ist, dass ich die Flasche bin. Und es gibt noch einen anderen Wahnsinn, dass ich der. Richtig, okay. Es gibt einen anderen Heiligen in Indien. Ich spreche gerne über meine Erfahrungen in Indien. War oft dort, viel. Aber ein anderer Heiliger, Major Baba, ist ziemlich berühmt. Und er musste sich täglich schlagen, nur um zu. Was würde er tun? Kann mich nicht genau erinnern. Es ist schon zu lange her mit Major Baba. Er besuchte psychiatrische Kliniken und behauptete, die Hälfte der Patienten seien Gott verwirklicht und glaubten, sie seien Gott. Es gibt viele Jesus und Buddhas in solchen Kliniken. Aber sehen Sie, Sie haben diese Erfahrung und Sie halten sie nicht mehr in einer Flasche, sondern denken, Sie seien der Ozean. Ein Teil davon, logisch und vernünftig zu sein und in dieser Welt zu leben, ist, ja, ich bin eins mit dem Ozean, aber ich kann nicht einmal mehr als 150 Pfund heben, okay? Ich habe all diese menschlichen Eigenschaften und wir sind menschlich. Der menschliche Teil von uns ist ein Teil von uns. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, Irren ist menschlich. Und dann fügt man hinzu, göttlich zu sein bedeutet, aus diesen Fehlern zu lernen und seine Wege zu ändern, seine Denkweise zu ändern, seine Art zu handeln. Und was heute in der Welt passiert, ist, dass wir eine kleine Regression durchmachen, größere Freiheit. Sehen Sie, das war es. Ich werde ein wenig über das sprechen, was in meinem Buch steht, das ich für Beziehungen jenseits von Mars und Venus nenne, weil was heute in der Welt passiert, dramatische Veränderungen sind und es begann nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg sollte der Krieg sein, der alle Kriege beendet. Und was man in den 60er Jahren sah, war Freiheit, mehr Freiheit. Wenn man mehr Freiheit hat, dann kommt alles, was in einem unterdrückt ist, heraus, okay. Deshalb kaufen Menschen Lottoscheine, gewinnen und sind für eine Weile wirklich glücklich, bevor sie wieder in ihre alte Unzufriedenheit zurückfallen. Wenn man sich sicher fühlt und man selbst sein kann, kommen alle unterdrückten Teile zum Vorschein. Daher scheint es, dass die gesamte Therapie darauf abzielt, unsere konditionierten Reaktionen zu untersuchen, die aus unverarbeiteten Kindheitserfahrungen stammen. Denn stell dir vor, du bist ein Kind und deine Eltern bestrafen dich. Und du fühlst, oh, wenn ich nicht perfekt bin, verdiene ich es nicht, geliebt zu werden. Ein großer Irrglaube. Wir sind alle unvollkommen und wir alle verdienen es, geliebt zu werden. Aber wir müssen lernen, aus unseren Unvollkommenheiten zu lernen und weiter zu wachsen. Es ist also eine ganz einfache Sache und ein Kind weiß nicht, wer es ist. Wir alle kommen in diese Welt, rein mit Liebe und Offenheit. Hauptsächlich einfach offen und liebevoll, so kann man es sagen. Freudig, hoffnungsvoll, eine Welle der Positivität. Aber wer bin ich, das zu verdienen? Wir schauen in einen Spiegel, genau wie heute. Ich musste in den Spiegel schauen und mir die Haare bürsten. Woher weiß ich, wer ich bin? Es ist, wie ich behandelt werde oder wie andere mich sehen. Wenn ich bestraft werde, denke ich einfach, oh, naja, ich war unvollkommen. Und wenn ich unvollkommen bin, verdiene ich es nicht, geliebt zu werden. Ich verdiene Strafe. Ich verdiene Leiden. Ich darf nicht. Wie man diese Konditionierung ändert, damit ich, wenn ich hier Fehler mache, sagen kann, ich bin ein Erwachsener. Ich mache einen Fehler. Okay? Lerne meine Lektion und lasse es los, anstatt daran festzuhalten. Verstehst du, wir neigen dazu, festzuhalten. Und manche Menschen, denen es so sehr an Liebe mangelt, dass sie, wenn sie einen Fehler machen, nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben, weil sie tief im Inneren Angst haben, dass
wenn jemand herausfindet, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich Liebe verlieren würde. Es ist eine ganze Welt der Psychologie und unserer unterdrückten Gefühle und all das. Wenn ich diese hohen Ebenen der Erleuchtung erreiche, kommt all das hoch. Das nennt man die dunkle Nacht der Seele. Eine weitere Stufe der Erleuchtung, bei der dieses Zeug hochkommt. Und es ist wie verrücktes Zeug. Du musst deine Arroganz zähmen. Du musst deine Unverschämtheit zähmen. Es gibt ein Klischee über berühmte Stars. Sie gelten als egozentrisch und brauchen Freiraum, da ihnen ständig zugestimmt wird. Und so werden sie sehr ungeduldig, reizbar und depressiv. Sie wollen Drogen nehmen, um dem zu entkommen. Dann mache ich all die Meditationssachen. Und für mich ging ich nach China, wo meine Ideen weiter aufblühen. China akzeptiert, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Amerika. Im Jahr 2000 wurde ich gecancelt. Ich bin der ultimative Sexist in der Vorstellung von Universitäten. Eine meiner Töchter ging nach Berkeley und in ihren Sozialwissenschaften hielt der Lehrer mein Buch hoch und sagte, das sei der Sexismus, weil Minneapolis Mars, das meistverkaufte Buch aller Bücher war, in der Tochter war. Der Lehrer machte mein Buch schlecht und zitierte mich. Meine Tochter sagte, ich kenne den Autor dieses Buches und glaube nicht, dass er das jemals gesagt hat. Er würde nicht das denken, was du gerade gesagt hast. Haben Sie dieses Buch wirklich gelesen? Die Lehrerin zu ihrer Ehre sagte nein. Es ist nicht nur sexistisch zu behaupten, dass Männer und Frauen von verschiedenen Planeten kommen. Vielmehr sollten wir unsere Unterschiede auf positive Weise verstehen, da sonst Männer denken, dass Frauen verrückt sind und Frauen denken, dass Männer Narzissten sind. Das ist heutzutage ein häufiges Problem. Was sind die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Art, wie wir kommunizieren? Wir sprechen von 2 Zeiträumen, okay? Also reden wir ein wenig darüber, dass Männer vom Mars kommen. Normalerweise verstehen Leute, dass wenn sie Kinder haben, da früher geheiratet und Kinder bekommen wurde, oder? Wenn man also heiratet und Kinder hat, ist man verpflichtet. Dein Herz ist offen. Zunächst einmal ziehst du dich vor jemandem aus. Das bedeutet, dass all deine Konditionierungen hochkommen werden, weil es all die kindlichen Emotionen der Angst zurückbringt. Kinder weinen und lachen. Es ist emotional schmerzhaft, voller Gefühl. Niemand hört mich. Niemand ist für mich da. Ich habe keine Macht. Ich komme nicht aus diesem Gitterbett heraus. Das sind unterdrückte Emotionen, die sich nicht zeigen. Erst wenn du reifer bist und mehr Selbstwertgefühl und Kontrolle über dein Leben hast, treten Gefühle der Machtlosigkeit und sogar Verrat auf. Mein Partner hat mich verraten. Ein großes Thema, über das wir viel diskutieren. Ein Kind hat dieses Gefühl, weil eines Tages sind wir glücklich und aufmerksam gegenüber dem Kind. Wir denken, oh, jeder liebt mich. Dann hast du einen schlechten Tag und ich werde ignoriert. Ich fühle mich verraten. So verhalten sich Paare in einer Beziehung, in dem sie Zeit miteinander verbringen. Er ist aufmerksam zu ihr. Sie liebt ihn. Er liebt sie und dann muss er in seine Höhle gehen. Okay? Das ist eine sehr bekannte Phrase aus Männer sind vom Mars. Jetzt haben wir Männerhöhlen und all diese Dinge. Es wurde Teil unserer Kultur. Es ist wirklich wichtig für Frauen zu verstehen, dass Männer, wenn sie sich sehr nahe kommen, sich zurückziehen müssen. Ich habe über die Gummiband-Theorie gesprochen, wie in Männer sind vom Mars. Männer kommen einer Frau sehr nahe und müssen sich irgendwann zurückziehen, um sich selbst zu finden. Sie denken nicht, dass sie sich selbst finden müssen, sondern dass sie ihr eigenes Ding machen müssen. Sie können nicht die ganze Zeit bei ihr sein. Und Frauen beschämen uns dafür, wenn sie das nicht verstehen, weil Verbindung, wenn man zusammen ist und teilt und all das, Verbindung erhöht Östrogen. Alleinsein erhöht Testosteron. Sich unabhängig fühlen erhöht Testosteron. Also biologisch gesehen haben die Menschen vor langer Zeit Hormone nicht verstanden. Sie haben nur verstanden, dass er sein eigenes Ding machen muss. Nimm es nicht so persönlich. Aber heute denken wir alle, wir sollten gleich sein. Und es war irgendwie in die Ehe eingebaut, weil der Mann der Versorger war. Also ging er weg, weil er sie liebte. Denk mal darüber nach. Ich gehe weg, um meinen Job zu machen, weil ich dich liebe. Und eine Frau denkt, klar, er liebt mich, weil er weggeht. Aber jetzt haben wir eine Gesellschaft, in der Männer nicht mehr die einzigen sind, die das Geld verdienen. Frauen verdienen auch Geld.
Also gehen jetzt beide weg, richtig? Und die Verbindung, die sie braucht, bekommt sie nicht. Und das sehen wir an den hormonellen Ungleichgewichten bei Frauen. Heute hatte ich gerade eine Diskussion mit einer Frau darüber, dass es keine Geschlechter gibt. Sie sagte, ich kenne mich mit Hormonen aus, konnte keine Kinder bekommen, nahm 4 Jahre lang Hormonspritzen. Menschen brauchen keine Hormone, wenn gesund. Frauen sind für Babys gemacht. Ich erinnere mich. Einmal hat Connie Chung mich interviewt. Sie war eine großartige Interviewerin und leidenschaftliche Feministin. Ich kannte ihren Mann und sah, wie er hinter der Bühne Frauen berührte. Offensichtlich hatten sie keine monogame Beziehung. Offensichtlich war sie eine Workaholic und keine glückliche Frau. Offensichtlich. Sie wollte mich auf dem Höhepunkt meines Erfolgs interviewen, mich nach New York einladen. Ich kannte Connie. Ich sagte, ich werde nicht zu jemandem gehen, der so und so ist. Ich sagte, okay, ich mache ein Interview, aber du musst nach Kalifornien kommen. Dann riefen sie zurück und sagten, okay, wir treffen uns auf halbem Weg in Chicago. Und sie hat mich 3 Stunden lang interviewt. Ja, es war eine dieser typischen Sachen, ein Angriffsstück. Die erste Stunde war wirklich nett. Die nächsten 2 Stunden waren nur Angriff, 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 Angriff. Alles, was ich sage, immer wieder in Frage stellen. Zum Glück war ich trainiert. Ich hatte durch Erfahrung gelernt, wie man damit umgeht, weil das so ein kontroverses Thema ist. Ich musste lernen, ruhig zu bleiben. Alles klar. Wenn du die Fassung verlierst, wirst du nicht immer vertraut. Sie saß auf einem erhöhten Regiestuhl, während ich auf meinem saß. Dann begann sie nach all den netten Dingen, die sie gesagt hatte, anzudeuten, dass deine Mutter dachte, du übertreibst. Ich entgegnete, dass meine Mutter eher dachte, ich hätte viel Selbstvertrauen. Sie fragte, bist du wirklich ein echter Kerl? Ich antwortete, ich bin ein Draufgänger und liebe Basketball. Aber solche Dinge machen mir zu schaffen. Und dann warf sie immer diese eine Frage ein. Sie tat es ungefähr 10 Mal. Wer sind diese blonden Tussis, die nur über ihre Gefühle reden wollen, wenn sie nach Hause kommen? Und hier fiel sie vom Stuhl. Und sie fiel 3 Mal vom Stuhl in diesem Interview. Sie war so frustriert mit mir, weil ich ruhig blieb. Wer sind diese blonden Tussis? Ich sagte, na ja, Connie, sie sind nicht wie du. Keine Workaholics, ihnen ist Familie wichtig. Was sie tun, ist, dass sie dich aufstacheln und dann nehmen sie, sagen wir, 1 Minute, 30 Sekunden hiervon und 30 Sekunden davon. Das wiederholte sich und sie wurde immer frustrierter. Aber das war eigentlich das, was in der Show geschah. Frauen, du sagst, Frauen müssen über ihre Gefühle sprechen. Sie hat nicht blonde Dummchen gesagt, aber sie sagte, also müssen Frauen darüber sprechen und du sagst, sie müssen reden. Sie brauchen keine Lösungen. Das war für sie ein fremdes Konzept. Sie ist so darauf fixiert, Probleme zu lösen. Und ich muss sagen, das war in den 90ern. Fast alle Frauen wussten, dass sie reden mussten und ihre Partner hörten nicht gut zu. Das sieht man heute nicht mehr. Frauen, im Grunde genommen, kommen von der Arbeit nach Hause und müssen oft nicht reden. Sie sind so maskulin. Und man sieht, dass sie die Verbindung zu ihrer Weiblichkeit verloren haben. Sie haben nicht die Erfahrung, darüber zu sprechen, was los ist und jemanden zu haben, der zuhört. Es ist nicht alles unsere Schuld. Auch Männer wissen nicht, wie man zuhört. Wir hören ein bisschen zu und sagen, ach, mach dir keine Sorgen darüber, ich werde das vergessen. Kein großes Ding. Das macht es für sie unsicher, ihre Gefühle auszudrücken und wie man ihre Gefühle validiert. Es war ein großes Wort damals. Ich möchte, dass meine Gefühle validiert werden. Das hört man heutzutage nicht mehr so oft, aber genau das müssen wir tun. Und da liegt das Problem. Wie validierst du jemanden, der sagt, es ist schwierig, in High Heels zu laufen? Man denkt sich dann wirklich, naja, trag sie einfach nicht. Für mich war Aussehen nie so wichtig. Wie ich aussehe, zählt nicht so sehr. Es kommt darauf an, was ich tue. Männer erkennen oft nicht, wie wichtig es ist, Komplimente zu machen wie, Schatz, du siehst so schön aus. Denk daran, wie du sie zu Beginn angesehen hast und schau sie wieder so an. Oh, dieses Kleid steht dir großartig. Du siehst heute Abend so schön aus. Siehst du, das sind so kleine Dinge, die man sagen kann, die einem nicht instinktiv einfallen. Aber wenn man damit anfängt und sieht, dass es sie glücklich macht, dann beginnt man tatsächlich, es zu glauben und zu bemerken. Zum Beispiel, ich gehe mit meiner Frau spazieren und sie ist wirklich sehr feminin und sie schaut sich kleine Blumen an. Oh, schau dir diese kleine Blume an. Und schau, ich hätte diese Blumen nie gesehen. Ich verfolge mein Ziel. Und ich sagte ihr, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Es ist, als würdest du Farbe in mein Leben bringen. Ich bin so darauf fokussiert, etwas zu erreichen oder was auch immer.
Und das betrifft nicht alle Männer. Es hat viel mit dem Gleichgewicht der männlichen und weiblichen Energie in deinem Körper zu tun. Heute erleben wir eine Krise. Das Gleichgewicht hat sich in die falsche Richtung verschoben. Männer sind auf ihre weibliche Seite gegangen, können aber nicht zur männlichen zurückkehren. Also bin ich hier sehr maskulin. Ich arbeite hart, ich bin sehr feminin, sanft, zärtlich und liebevoll. Ich habe beides. Das ist es, was unsere Seelen wollen. Den Geist zu inkarnieren, der sowohl männlich als auch weiblich ist. Linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, Testosteron, Östrogen. Sie sind nicht gleich im Sinne von identisch. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht für dich zu finden. Und wenn ich mich beim Tennis erzeugen, werde ich Testosteron durch Wettbewerb. Es produziert Testosteron. Bei einer Massage oder wenn jemand etwas für mich tut, steigt das Östrogen. In diesem Buch gibt es umfangreiche Listen von Umständen, Situationen, Einstellungen, Verhaltensweisen und Beziehungen, die das wichtigste Hormon für deinen Körper stimulieren. Und wenn es um Männer geht, ist das Hormon, das sie am meisten brauchen, Testosteron. Nun, lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Ich habe in einem anderen Interview gehört, dass Sie sagten, Testosteron oder Östrogen für Frauen bewirken etwas, schützen Männer jedoch nicht vor Herzkrankheiten. Können Sie das erklären? Ja, okay. Besser ist zu produzieren als zu nehmen. Die Notwendigkeit, es zu nehmen, zeigt ein Ungleichgewicht. Es gibt viele Wege für Frauen, Östrogen zu produzieren, zum Beispiel durch Therapie. Nicht, dass ich mein Geschäft fördern möchte, aber Therapie ist riesig geworden. 90% der Menschen, die zu Therapeuten gehen, sind Frauen. Warum? Weil sie dort sitzen, reden und süchtig danach werden. Ich bin nicht für alle Arten von Therapie. Ich werde zuhören, um zu bestätigen, und dann werde ich einer Frau darauf hinweisen, dass sie für alles verantwortlich ist, was ihr passiert ist. Wenn man die Leute nur in ihre Emotionen hineinzieht, bestätigen. Ja, du bist ein Opfer. Ja, du bist ein Opfer. Ja, du warst ein Opfer. Aber wie hast du dazu beigetragen? Also kannst du dich ändern? Siehst du, alles am Menschsein besteht darin, sich unserer Unvollkommenheiten bewusst zu werden und dann daraus zu lernen und sich zu verändern, umzuschwenken, etwas Neues und anderes zu tun. Und aus Mitgefühl muss ich vielleicht sagen, niemand weiß, wie man das heute macht, weil wir in einer anderen Welt leben. Wenn du ein Mann bist und dich über deine Frau ärgerst, führt das normalerweise zu einem Streit, der eskaliert. Richtig. Also die neue Regel ist, sobald es anfängt zu eskalieren, sagst du zu deinem Partner, lass uns jetzt nicht darüber reden und lass uns auf das konzentrieren, wofür wir dankbar sind. Das klingt so unecht. Und esoterisch, oder? Und wo? Aber es funktioniert. Was verrückt ist, wenn man wütend redet. Denn wenn Männer wütend sind und reden, werden sie immer wütender. Biologisch gesehen sinkt sein Testosteron, sein Östrogen steigt, er gerät in ein hormonelles Ungleichgewicht. Wenn er in ein hormonelles Ungleichgewicht gerät, stoppt der Blutfluss zum menschlichen Teil seines Gehirns und er reagiert basierend auf der Konditionierung seiner Kindheit, seiner Vorfahren bis hin zu Affen. Sogar das Erheben der Stimme ist eine Affeneigenschaft. Affen können nicht kommunizieren, also sprechen sie über die Wichtigkeit von etwas. Das tut weh, du hast dich nicht verändert, also tut das weh. Es wird immer lauter, das ist primitives Konditionieren. Wir müssen erkennen, wann wir Tiere sind und aufhören, Tiere zu sein. Und wann bist du am meisten Mensch? Wenn du dankbar bist oder wenn du glücklich bist, wenn du hoffnungsvoll bist, wenn du stolz bist. All diese Dinge sind, wer du wirklich bist. Das Leben fordert uns heraus, in die Konditionierung eines Kindes zurückzugehen oder sogar zu einem Überlebensinstinkt wie einem Affen. Wir müssen regulieren, denn wie du gesagt hast, es ist esoterisch. Also, wenn du deine Beziehung verbessern willst, außer meine Bücher zu lesen, tritt dem John Gray Kult bei für 3 Monate. Das war's. Ich will dich nicht mehr. Siehst du, Kultführer wollen dein Leben übernehmen, dein Geld nehmen. Nein. Gib mir nur 3 Monate, um dein Gehirn zu verändern, okay? Denn wenn du in einer Beziehung eskalierst und streitest, warum steigt dein Temperament? Du benutzt es, um die andere Person einzuschüchtern und deinen Standpunkt durchzusetzen. Warum beschweren sich Frauen so oft? Sie tun es, um Veränderungen zu erreichen. Eine liebevolle Beziehung erfordert keine Veränderung, damit du glücklich bist. In einer liebevollen Beziehung kannst du größere Glückseligkeit erleben, wenn du mit deinem Partner zusammen bist. Wenn du jedoch deinem Partner die Schuld gibst, musst du dein Leben in den Griff bekommen. Das Leben bildet unser Fundament. Oft neigen wir dazu, unseren Partner für unser Glück verantwortlich zu machen. Doch letztendlich
führt dies zu Beschwerden und einer Eskalation. Wozu führt das? Reden. Nicht. Männer sollten nicht reden. Wenn sie wütend oder verärgert sind, nicht reden. Sobald man es in Worte fasst, steigen die Östrogenspiegel und der Testosteronspiegel sinkt. Das ist eine einfache Regel. Heutzutage würde fast jeder Therapeut sagen, nein, das ist ein sicherer Ort, um darüber zu sprechen. Ich erinnere mich an den Anfang meiner Ehe mit Bonnie. Wir waren 34 Jahre verheiratet. Sie ist vor 4 Jahren gestorben. Doch die Beratung machte alles nur schlimmer. Weißt du, warum? Hat das alles schlimmer gemacht? Was sind deine Beschwerden? Was fühlst du, Bonnie? Wir hören zu. Okay, John, was fühlst du, wenn sie das sagt? Ich sagte, besser nicht sagen, was ich fühle, wenn sie das sagt. Aber das ist ein sicherer Ort dafür. Okay. Nun, ich denke, sie übertreibt. Das ist überhaupt nicht passiert. Sie reagiert auf die. Meine Frau sagt dann, das macht er auch zu Hause und verlässt den Raum. Okay, das ist wie ein Kinderspiel. Man ermutigt niemanden, Negativität gegenüber seinem Partner auszudrücken. Also in der Paartherapie sehe ich sie zuerst alleine, um ihnen beizubringen, wie sie ihre Beziehung ruinieren. Denn als Kind sehen wir immer nur wie ein Affe. Es ist immer die Schuld von jemand anderem. Daran erkennt man, dass man in seinem Affen selbst ist, wenn das eigene Unglück auf jemand anderen zurückzuführen ist. Jetzt kann mich jemand schlagen. Ja, dieser blaue Fleck stammt von Ihnen, aber ich kann es loslassen. Mein Körper kann heilen. Und ich laufe nicht herum und sage, oh je, ich wurde verletzt. Ich wurde verletzt. Ich wurde verletzt. So sieht es heute in vielen Ehen aus, was wirklich traurig ist. Ich kann ihm immer noch nicht vertrauen. 10 Jahre sind vergangen seit seiner Affäre. Ich kann ihm einfach nicht vertrauen. Im Ernst? Er ist bei dir geblieben, nachdem du ihn durch die Hölle geschickt hast. Es gibt so viel Extremes, alles oder nichts. Forderungen nach Perfektion. Niemals die Vergangenheit loslassen, an Dingen aus der Vergangenheit festhalten. Lernen, wie man in der Gegenwart lebt. Meditation hilft, macht aber nicht alles. Nach Erreichen eines hohen Erleuchtungsniveaus mit 28 verschwand die Anziehung zu meinem Guru. Wörtlich könnte ich es besser als er. Was ich dort suchte, fand ich in mir. Es war wie ein Loslassen. Ich wusste nicht, was mit mir geschah, außer dass es Zeit war zu gehen, da ich ihm total folgte. Im Grunde habe ich ihn absorbiert. Er war ein guter Kerl, aber nicht ich. So ließ ich ihn irgendwie der Vater in meinem Leben sein. Es ist so. Jetzt, was heute fehlt, besonders in der schwarzen Gemeinschaft, ist das Fehlen von Vätern. Keiner dieser Jungs hat Väter. Sie brauchen Vorbilder und Mütter, die Väter lieben. Wie kannst du dich als Junge geliebt fühlen, wenn deine Mutter keinen Mann liebt, nicht dich als Kind? Nun, lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Es passiert so viel auf der Welt heute. Ich meine, ich habe das Gefühl, die ganze Welt durchläuft diesen massiven Wandel zwischen Klimawandel, politischen Problemen, der Pandemie und jetzt diesem Krieg am Rande des Zweiten Weltkriegs. Was glauben Sie passiert mit der Welt? Ich meine, Sie sind schon ein paar Jahre dabei. Sie haben schon einiges erlebt. Ich bin 70 Jahre alt. Ich habe das Ganze beobachtet und es ist der Verlust des Selbst. Okay? Denk mal darüber nach, worüber du sprichst. Spiritualität, Alex. Es geht darum, sich in anderen zu finden. Es ist diese Einheit, das Erlebnis, richtig? Ich bin anders als du, aber ich habe dich auch in mir. Siehst du, das ist im Grunde, was Sex ist. Wenn du dieser Typ bist und auf deiner männlichen Seite bist, wirst du geil. Du willst in eine Frau gehen mit Liebe. Und indem du in jemanden gehst, der anders ist als du, eine andere Polarität hat als du. Du fühlst Ekstase, Freude, Glück, Vergnügen, indem du irgendwo anders hingehst, raus aus dir. Das ist, was eine Beziehung ausmacht. Ein Lehrer für uns ist, dass ich mit meiner Frau interagiere und sie sagt Dinge, die mich stören. Ich muss mir Zeit nehmen, um das zu validieren und zu tun, ihre Andersartigkeit zu validieren. Sie ist anders als ich, okay? Sie mag Ordnung. Ich mag Unordnung. Aber ich fühle mich zu ihr hingezogen, weil sie Unordnung beseitigt. Aber ich bin ein unordentlicher Typ, richtig? Ich habe nicht gemerkt, wie unordentlich ich war, bis Bonnie starb. Jetzt, alleingelassen, herrscht einfach Chaos. Deshalb fühle ich mich zu ihr hingezogen, weil sie eine Ordnung, Sauberkeit und Schönheit ausstrahlt, die ich in mir selbst nicht gefunden habe. Also fühle ich mich zu ihr hingezogen. Sie hat eine Eigenschaft, die ich in mir selbst finden möchte.
Indem ich Herausforderungen und Streitigkeiten überwinde, wo die Unterschiede sichtbar werden, finde ich das Gute in ihrer Perspektive in mir selbst. Wenn du kein Selbst hast und dein Herz nicht offen ist, kannst du das Gute in dem, was andere sagen, nicht finden. Also polarisiert man. Wir haben die Hälfte des Landes, die auf eine Weise denkt und die andere Hälfte hasst. Und diese anderen denken, sie seien dumm. Der Grund dafür liegt darin, dass Menschen nicht die Fähigkeit eines Erwachsenen besitzen, Gegensätze gleichzeitig zu halten. Ich kann dir zuhören, ohne beleidigt zu sein. Ich kann dir zuhören, darüber nachdenken und einen Teil von mir finden, der sich genauso fühlen würde, wenn ich in deinen Schuhen wäre. Sehen Sie? Darum geht es. Bei Männern sind vom Mars, Frauen sind von der Venus. Ich bringe Männern nur bei. Im Grunde genommen muss man unsere Kultur verstehen. Hier ist ein kleines Beispiel. Lassen Sie mich ein paar Beispiele geben. Beim Flughafenbesuch sehen Sie Bilder von teilweise nackten Frauen auf allen Zeitschriftentitelseiten. Okay, das ist, was sexy ist. Das ist, was begehrenswert ist. Das kommt auf die Titelseite, wenn man einen bestimmten Körpertyp hat. Das wird als schön betrachtet und Falten und Alter werden nicht als schön betrachtet. Für mich. Jungs, ihr werdet älter, eure Haare werden grau, ihr seid vertrauenswürdiger, ihr habt etwas Weisheit. Älter werden ist für Männer mächtiger. Einen jungen Körper zu haben, ist für Frauen mächtiger und danach geht es bergab. Also muss ich mir des Konditionierens bewusst sein, dem unsere Kultur sie aussetzt, dass sie nicht mehr begehrenswert ist, wenn sie älter wird. Und das muss man jeden Tag dagegen angehen. Oh, ich gebe meiner Frau 4 Umarmungen am Tag. Du siehst heute Abend so schön aus. Lass uns schick anziehen, Gelegenheiten schaffen, bei denen ich mich schick mache, damit sie hübsche Kleider tragen kann, die sie schöner fühlen lassen, weil ihr Körper allein nicht mehr so schön ist wie früher, laut unseren kulturellen Standards und so weiter. Ein erfülltes Sexualleben ist wichtig für Frauen, um orgastisch zu sein. Wenn eine Frau keinen regelmäßigen Orgasmus hat, ist es wirklich schwer, Selbstwertgefühl zu haben. Dann wechselt sie zu ihrer männlichen Seite und sagt, ja, ich habe Selbstwertgefühl. Ich kann das und ich kann das. Sie kann nachts nicht schlafen, nimmt Antidepressiva und hat psychologische Probleme. Sie ist unglücklich und gibt ihrer Unzufriedenheit die Schuld. Wenn mein Mann dies und das tun würde, dann wäre ich glücklich. Nein, du bist einfach nicht glücklich. Erkenne, dass du für deine emotionalen Reaktionen verantwortlich bist. Du kannst nicht alles in der Welt sofort ändern, wie du es willst. Aber wenn dein Herz offen ist, findest du etwas Erstaunliches. Die Fähigkeit zu lieben, die sagt, du bist nicht perfekt. Aber du versuchst es. Einmal war ich in einem Publikum von 7.000 Menschen und wenn ich ein großes Publikum habe, dann werde ich 5 Stunden lang Bücher signieren, richtig? Also halte ich einen 1,5-stündigen Vortrag, 5 Stunden Bilder, Bücher signieren. Und das war eine Veranstaltung, bei der Bonnie dabei war. Und es ist einfach eine Katastrophe für sie, weil während ich Bücher signiere, alle zu meiner Frau gehen und sagen, oh, wie ist es mit John Gray verheiratet zu sein? Perfektion erforderlich. Er sagte Perfektion. Nach 5 Stunden muss sie aufgedreht gewesen sein. Es ist schrecklich für sie, immer wieder dieselbe Frage zu beantworten. Aber diese Junge, also ich sagte, hör zu, ich habe allen gesagt, fragt meine Frau nicht, wie es ist, mit John Gray verheiratet zu sein, okay? Sagt ihr nicht, sie sei so glücklich, bitte. Er ist glücklich, sie gefunden zu haben. Ich bin glücklich, sie gefunden zu haben. Also gut. Ich möchte sie auf die Bühne holen und sie ist keine Bühnenperson. Ich liebe das Publikum. Sie ist eher persönlich, Gegensätze ziehen sich an. Dann hat sie zugestimmt. Ich sagte, Schatz, würdest du hochkommen? Du musst nicht, aber würdest du diese Fragen einmal beantworten, damit du sie nicht immer wieder hören musst? Sie lachte, kam auf die Bühne und ich fragte, wie ist es, mit mir verheiratet zu sein? Um diese Frage zu beantworten, sagte sie, ich liebe dich. Ich erwiderte, Schatz, ich glaube, Sie wollen mehr Worte als das. Wenn du das etwas genauer erklärst, fühlen Sie sich besser beantwortet. Wie ist es, mit mir verheiratet zu sein? Sie meinte, er gibt sich wirklich Mühe. Ich sagte, du musst es verstehen. Meine Frau liebt mich. Ich habe ein großartiges Sexleben. Wir haben Harmonie. Alles, was ich tun muss, ist es zu versuchen. Du musst es einfach versuchen. Nun, ich würde dem hinzufügen, intelligent. Versuche es, aber gib nicht auf. Wenn du das Gefühl hast, es sei unmöglich, erkenne, dass du nicht weißt, was du tust und finde jemanden, der weiß, was er tut und lerne von ihm. Das ist es, was wir begreifen müssen. Jeder braucht jemanden, der mehr weiß als man selbst und in einem Bereich, in dem man nicht so gut ist. Und heute sind wir in Beziehungen wirklich nicht so gut. Es ist eine sehr, sehr unglückliche Welt heute. Und biologisch gesehen leben wir in einer sehr unglücklichen Welt. Wir betrachten die Testosteronspiegel der Männer, die im Durchschnitt 20% niedriger sind als vor 20 Jahren.
20% niedriger. Warum ich sage, dass Testosteron für Männer so wichtig ist, liegt daran, dass man den Stress eines Mannes am Verhältnis von Testosteron zu Östrogen messen kann. Und ich sage das nicht wegen vieler Studien, sondern weil die Studien zeigen, dass bei gestressten Männern die Testosteronspiegel niedrig sind. Studien zeigen, dass bei emotionaler Erregung die Östrogenspiegel steigen. Grundsätzlich sinkt der Testosteronspiegel eines Mannes, wenn er wütend ist, aus Angst. Wusstest du, dass Wut Angst ist? Wenn du einem wütenden Mann sagst, dass emotionaler Intelligenzmangel ein Thema ist, über das ich spreche. Doch bei Geschlechterintelligenz siehst du schnelle Veränderungen. Ziemlich erstaunlich. Emotionale Intelligenz braucht etwas länger. Wenn du wütend bist, bist du nicht nur wütend, du bist auch enttäuscht und hast auch Angst. Wenn du keine Angst hast, ist die Welt dein Spielplatz. Du bist cool, ruhig und gelassen. Du bist geduldig. Wir werden reizbar, ungeduldig, fordernd, weil wir nicht vertrauen, dass wir bekommen, was wir wollen. Der einzige Weg zu bekommen, was man will, ist Verzweiflung, Bedürftigkeit, Negativität und Forderungen loszulassen. Meditation lehrt uns, umzuschalten, hilft aber nicht, emotionale Intelligenz zu erkennen. Unsere Geschlechterintelligenz ermöglicht es uns nicht zu verstehen, was unsere Reaktionen sind. Anstatt sie zu leugnen, habe ich 9 Jahre in Glückseligkeit verbracht, alle negativen Emotionen unterdrückend. Das war möglich, da ich nicht draußen Geld verdienen musste. Als Mönch führe ich ein einfaches Leben, genieße Meditation, Fasten und andere Dinge. Fasten gehört dazu. Das ist Disziplin. Disziplin steigert Testosteron, harte Arbeit. Und es ist harte Arbeit. Am Anfang sagtest du, es sei schwer, über 1 Stunde zu meditieren. Ich verstehe das. Und jetzt kann ich endlos meditieren. Aber mein Rücken wird wund und ich fange an, mich zu bücken. Also habe ich eine Lösung dafür. Ich sitze stundenlang in meiner Badewanne und ironischerweise bekomme ich keine Falten. Es ist ziemlich cool. Das Wasser gibt mir einfach ein bisschen mehr Unterstützung, damit ich in diesem erstaunlichen Zustand bleiben kann. Und jemand fragt, was bringt das? Nun, der Sinn davon ist, zumindest für mich, das ist meine gewählte Berufung, der Welt zu helfen, indem ich mehr Licht und Liebe bringe. Ich bin eins mit dem kollektiven Geist. Wenn ich meinen Geist reinige, hilft es der Welt, indem ich Vorträge halte. Ich komme aus einem geerdeten Ort, der im Quellenbewusstsein verankert ist. Im Quellenbewusstsein zu sein, hat eine positive Wirkung auf Menschen, die dadurch beginnen, Dinge anders zu sehen. Maharishis Lehre betont die Bedeutung der kreativen Intelligenz für die Welt. Kreative Intelligenz bedeutet nicht, das zu wiederholen, was du als Kind gelernt hast und was im kollektiven Geist vor sich geht. Du trittst aus dem kollektiven Geist heraus und kommst wieder zurück. Einstein sprach über dieses Konzept des kollektiven Bewusstseins. Und wenn du das kollektive Bewusstsein transzendierst, trittst du heraus, um eine andere Perspektive einzunehmen. Und dann bringst du diese zurück und wendest sie irgendwie an. Jeder, der heraustreten kann, tut etwas Gutes für die Welt, indem er immer wieder heraustritt, um mehr einzubringen. Wenn du etwas in die Welt bringst, zieht es dich herunter. Die Leute erkennen das nicht. Wissen Sie, sie haben Jesus ans Kreuz genagelt. Wissen Sie, der Mann blutete und so. Nur weil man spirituell erleuchtet ist, heißt das nicht, dass immer gute Dinge passieren. Stimmt. Sehr wahr. Mein Witz darüber ist, wenn du ein weißes Blatt bist, wenn du ein helles Licht bist, kommen die Mücken, okay, die Insekten gehen auf die hellen Lichter los. Aber das ist für unser eigenes Seelenwachstum, weil alles, was kann, jede Art von ärgerlicher Sache, die mir passieren kann, und Dinge sind ärgerlich. Ich verarbeite es einfach so und komme zurück zu sehen, okay, wo ist mein Denken falsch? Wo ist mein Verhalten falsch? Warum erwarte ich das Unmögliche? Erwarte ich zu viel? Lass mich mein Gleichgewicht wiederfinden, wo sich mein Herz wieder öffnet. Ein Maß für praktische Erleuchtung ist, wenn dich etwas stört, wie schnell kannst du zur Realität zurückkehren? Alles ist in Ordnung. Die Menschen lernen alle Lektionen, die sie lernen müssen. Ich weiß, die Leute können sagen, was ist mit diesem Kind? Was ist mit all diesen Sachen? Schrecklich. Diese Menschen erschaffen nicht ihre Realität. Ich sage nur, was ich sage, ist wahr. Wenn du mit der Quelle in Kontakt bist, wenn du eins mit der Quelle bist, dann beginnst du dein Leben genau so zu gestalten, wie es funktioniert. Wenn du nicht im Quellenbewusstsein bist, bist du wie ein Flipper, der von Geschichte, Familienfäden und Konditionierungen hin und her geschleudert wird. Bang, 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 bang. Die Idee, dass du dein Leben gestaltest, bedeutet,
dass alles, was in meinem Leben geschieht, von mir erschaffen wurde. Ich habe etwas ausgesendet und es kam zurück. Was sende ich aus, um anzuziehen? Wie kann ich es verarbeiten? Manche Dinge in der äußeren Welt kann ich vielleicht nicht ändern. Darauf kann ich mich einlassen. Ich tue es. Gerade jetzt versuche ich zu akzeptieren, dass Männer und Frauen wirklich unterschiedlich sind. Und die Welt geht den Bach runter, wenn wir nicht lernen, wie Männer und Frauen sich lieben können. Es braucht einen Mann und eine Frau, um Leben zu gebären. Wenn unser Leben gedeihen soll, brauchen wir mehr verheiratete Paare mit Kindern. Weniger Scheidungen, mehr Verständnis, mehr Freiheit, um wir selbst zu sein, bedeutet nicht, den Partner zu verlassen, wenn wir anderer Meinung sind, sondern uns selbst und den anderen zu finden, um mehr Harmonie zu erreichen, anstatt von allem beleidigt zu sein, was nur ein Zeichen von extrem niedrigem Selbstwertgefühl ist, das mit Stress verbunden ist. Ich nehme Anstoß daran nur als eine Stressreaktion. Richtig. Du kannst keine Stressreaktion haben, es sei denn, wenn du ein Mann bist, hast du dein Selbstvertrauen verloren. Selbstvertrauen produziert Testosteron und führt zu Handlungen. Ja? Wenn Männer nicht stark auf ihrer männlichen Seite sind, gehen sie zur weiblichen Seite, was in Ordnung ist. Die weibliche Seite bedeutet, tu, was dir gefällt. Tu, was du liebst. Tu, was dir Spaß macht. Schlaf aus. Geh zur Massage. Iss, hab eine Schüssel Eiscreme. Okay, mach, was dir gefällt. Produziert Östrogen. Als Teenager liebte ich dieses Lied. Mach, was dir gefällt, mach, was dir gefällt, mach, was dir gefällt, mach, was dir gefällt. Das war die Kultur von Männern, die ihre weibliche Seite zeigten. Glücklicherweise fand ich durch Meditation zurück zu meiner männlichen Seite, die Disziplin der Meditation. Ich war ein bisschen ein Extremist. Ich empfehle das nicht jedem, aber man muss extrem man selbst sein. Das bin ich. Das hilft mir, mich selbst zu finden, da ich so viel auf meiner weiblichen Seite hatte. Okay. Ich habe all diese Emotionen und Gefühle. Also habe ich gelernt, wie ein Buddha zu sein, wo man einfach alle Probleme vergisst und in einen Zustand des Friedens geht, ohne sich Sorgen zu machen, und man kann sich nicht hingeben. Ich war eher ein Asket, der nur eine Mahlzeit am Tag aß, was ich immer noch tue. Jetzt sagt die Wissenschaft, dass das Beste für die Gesundheit intermittierendes Fasten ist. Nur 8 Stunden essen in dieser Zeit. Die Welt hat sich in die falsche Richtung entwickelt und wir sehen die Ergebnisse. Ich bin nicht negativ, denn Menschen ändern sich erst, wenn sie leiden. Man kann sich nicht umorientieren, bis es schmerzhaft wird. Wenn Menschen sich nicht ändern, sind wir bequem. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, es sei denn, ich werde dick. Auf Eis verzichte ich nicht, es sei denn, es macht mich dick. Wenn ich dick bin, fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte schlank und fit sein, Yoga machen und mich gut fühlen. Außerdem möchte ich mein Testosteron aufrechterhalten. Das macht mich zu einem gesunden Mann. Ich habe großartigen Sex, ein wichtiger Teil des Menschseins. Wenn Leute das nicht wollen, ist das okay, aber sie haben keine Wahl. Ich gebe ihnen die Option, darüber zu sprechen und zu wissen, wie es geht. Selbst wir reden darüber. Lassen Sie mich kurz darüber sprechen. Ist das in Ordnung, Alex, oder leg los? Okay, hier haben wir eine Gesellschaft, die süchtig nach Sex ist. Unsere Gesellschaft ist sexsüchtig. Frauen wollen sexy aussehen, Männer sind sexsüchtig. In einer Bill Maher Show lachte er. Kennen Sie berühmte Leute, die ihre Frau betrogen haben? Einer sagte, es tut mir leid, ich habe eine Sexsucht. Ich gehe zur Klinik. Bill machte den Witz, dass jeder Mann süchtig nach Sex ist. Wenn du das verstehen kannst, was ist das Problem? Also, als Zölibatär verstehe ich die Macht, seine Süchte nicht die Kontrolle übernehmen zu lassen. Sex zu haben bedeutet, das zu tun, was man mag, nämlich auf seiner weiblichen Seite zu sein. Heutzutage haben wir eine Kultur von Männern, die süchtig nach verschiedenen Dingen sind. Wenn ein Mann eine Sucht hat, tut er, was ihm gefällt, auch wenn es nicht produktiv ist. Man kann nicht behaupten, dass etwas eine Sucht ist, ohne einen Tiefpunkt zu haben. Ich liebe es, Liebe zu machen, zu unterrichten und Bücher zu schreiben. Daher bin ich nicht süchtig, sondern einfach ich, der tut, wofür ich hier bin. Aber wenn ich meine Frau die ganze Zeit ignoriere, wäre ich ein Workaholic, wenn mein Leben durch eine Sucht gestört würde. Also, schließlich kam die Forschung heraus und zeigt, dass wenn Männer am Samstag ejakulieren, haben sie das mit 25-jährigen Athleten gemacht. Du hast am Samstagabend Sex, dann wartest du und sie sagen, dass du für 6 Tage auf Masturbation oder Sex verzichten sollst. Am 7. Tag stieg ihr Testosteron um 50%.
Wenn Sie am Samstagabend und Dienstagabend Sex hatten, war Ihr Testosteronspiegel am Samstagmorgen auf dem Ausgangsniveau. Um dein Testosteron auf einer aufsteigenden Skala zu halten, ist es wichtig, einmal pro Woche Sex zu haben. Wenn kein Sex stattfand, fiel das Testosteron nicht um 50%, sondern kehrte zum Ausgangsniveau zurück. Du musst im Rhythmus sein, in einer Beziehung Sex haben und dann 6 Tage lang nicht ejakulieren. Am 7. Tag steigt das Testosteron um 50%. Das ist phänomenal. Und ich musste zurückblicken und erkennen, wie mein Sexualleben immer gleich geblieben ist. Meine guten Kommunikationsfähigkeiten spielen dabei eine wichtige Rolle. Wenn eine Frau sich nicht über dich beschwert, steigt dein Testosteron in ihrer Gegenwart. Beschwert sie sich jedoch oder erinnert sich an vergangene Vorfälle, sinkt dein Testosteron. Dies trifft oft auf Männer über 40 zu, das Interesse verlieren. Jetzt schauen Sie Pornografie, um eine Erektion zu bekommen. Das ist wirklich sehr ungesund. Also John, wo finden Leute dein neues Buch Beyond Mars and Venus? Alex, wenn du verheiratet bist und Kinder hast, greifst du wahrscheinlich zu, Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus. Aber wenn du Single bist oder eine neue Beziehung beginnst oder Probleme in deinen Beziehungen hast, ist dies das Buch. Es wurde 25 Jahre später geschrieben, jenseits von Mars und Venus. Es hilft Männern, ihr Testosteron ohne Einnahme wieder aufzubauen. Du schaffst das. Wie Frauen ihre Hormone ausgleichen und mehr Östrogen und Progesteron produzieren können, durch Kommunikationsfähigkeiten, die das bewirken. Ein einfaches Beispiel. Ich gebe gerne etwas Praktisches. Heute gab es viel Theorie und Geschichten. Wenn Ihre Frau spricht, sagen Sie einfach, kommen wir zum Punkt. Wissen Sie, wenn sie spricht und sich gehört fühlt, steigen ihre Östrogenspiegel, ihr Stresslevel sinkt und ihr Gehirn schaltet automatisch um das Gute an ihnen zu sehen. Dadurch wird sie mehr sexuelles Verlangen nach ihnen verspüren, weil der Östrogenspiegel steigt. Eine wichtige Sache ist, wie sie kommunizieren, besonders wenn sie Dinge sagt, die sie stören. Versuchen Sie Abstand zu halten vom Reagieren. Männer brauchen einen Drehpunkt. Wohin gehst du? Du sagst, erzähl mir mehr, hilf mir, das besser zu verstehen. Jedes Mal, wenn du um Hilfe bittest, sammelst du Punkte bei ihr, steigerst ihren Östrogenspiegel und wächst ihr Begehren. Das ist eines deiner Ziele. Sie wird dich lange vorher mehr lieben und schätzen, da du ihr ein einzigartiges Geschenk machst. Den ganzen Tag über unterdrückt sie ihre männliche Seite, aber diese Gefühle werden dennoch auftauchen. Sie sind oft übertrieben, irrational und sinnlos. Du könntest versucht sein, sie mit Logik zu entkräften, aber das ist nicht nötig. Das Wichtigste ist, dass du für sie da bist. Wenn du aufgebracht bist, hör auf zu reden, hör mehr zu. Und wenn es dich immer noch stört, weil du die Kontrolle verlierst oder alles persönlich nimmst, bedeutet das, dass dein Östrogen steigt. Du musst sagen, lass uns jetzt nicht darüber reden, ich muss es verarbeiten oder darüber nachdenken. Geh eine Weile weg. Steigere dein Testosteron, indem du etwas Herausforderndes tust, bei dem du gut im Problemlösen bist. Aber schau keine Pornos. Das steigert dein Testosteron, aber es wird danach wieder absinken. Menschen, die Pornos schauen, haben niedrigere Testosteronwerte. Die Pornoindustrie behauptet, es habe keinen Einfluss auf dein Testosteron. Unsinn. Die einzige Forschung, die meine Sichtweise stützt, abgesehen davon, dass ich 70 bin und mein Testosteron immer 50% höher ist, kannst du nicht sagen, das ist Wissenschaft. Ich gebe dir nur meine Erfahrung. Weil ich nicht masturbiere, ejakuliere ich nicht. Und ich habe auch etwas gelernt, nicht in diesem Gespräch, aber als Mann, wie man viel und oft Sex mit jemandem haben kann, den man liebt, ohne ejakulieren zu müssen, weil man dann jeden Tag Sex haben kann. Wie viele meiner Freunde haben mit 70 Jahren jeden Tag Sex? Ich habe mehr Zeit dafür. Aber wie fühlt sich die Frau, wenn du nicht ejakulierst? Nimmt sie es persönlich? Ist es ihr wichtig? Das ist ein großes Thema. Oh nein, wir sind beide multiorgasmisch zusammen. Es geht weit über die Ejakulation hinaus. Frauen lieben die Ejakulation, weil es einen Schub an Östrogen im Mann auslöst, okay? Im Grunde genommen, wenn sein Körper nicht so viel aushalten kann, kann ihr Körper nicht so viel Vergnügen aushalten. Deine Energie geht nicht in sie hinein. Die Spannung baut sich auf und die Ejakulation ist die Freisetzung der Spannung, da dein Östrogenspiegel steigt. Es gibt dieses Gefühl, das sie bekommt, wenn das passiert, das wirklich gut für sie ist, und es ist ein Orgasmus. Viele Orgasmen mit ihr bringen sie auf eine andere Glücksebene, ohne die Lust auf Sex zu verlieren. Frauen verlieren die Lust auf Sex, oft weil der Mann das Interesse verliert
nachdem er ejakuliert hat. Der Östrogenspiegel steigt nach der Ejakulation stark an, was das Bedürfnis nach Distanz verstärkt. Daher ziehst du dich zurück. Sich zurückziehen, das ist etwas, das sich löst und zu sich selbst zurückkehrt. Das ist Testosteron produzierend. Deine Testosteronspiegel steigen wieder an und dein Östrogen sinkt, wenn du dich zurückziehst. Das passiert im Bett. Nach dem Sex drehst du dich auf die andere Seite. Was ist gerade passiert? Es ist eine hormonelle Veränderung, die stattgefunden hat. Wenn du nie diesen enormen Anstieg von Östrogen hast, der dein Testosteron übertrifft, endet der Sex mit einer starken Erektion. Diese ist größer als zu Beginn der Pubertät, da es keinen hohen Testosteronspiegel gibt. Dein Testosteron und Östrogen bleiben erhalten. Ganz einfach. Okay, wir müssen jetzt los. In Ordnung, in Ordnung. Ein Leben ohne die Sucht nach Ejakulation und die Abhängigkeit von Pornografie anzustreben, ist von großer Bedeutung. Es ist wichtig, Abstinenz zu praktizieren, bis man sich verliebt. Denn wenn man Sex mit jemandem hat, den man liebt, wird ein anderes Hormon freigesetzt, selbst wenn man ejakuliert. Es ist Prolaktin. Es hemmt die lüsterne Sexsucht und wandelt sie in eine ekstatische Liebe um. Das ist fortgeschrittenes Training, vergleichbar mit fortgeschrittener Meditation. Es gibt fortgeschrittenen Sex und das ist eine wunderbare Welt voller Möglichkeiten, öffnet viele Bücher darüber, wie man Orgasmen hat, über Ejakulation. Frauen und Männer lieben es, erfordert Training und körperliche Übungen. Im Moment sprechen wir über praktische Erkenntnisse für Männer. Wenn du wütend bist, entschuldige dich. Entschuldigung, ich werde gerade wütend. Ich muss darüber nachdenken und werde zurückkommen, um liebevoller zu sein. Wenn du zurückkommst, bitte sprich nicht erneut über dasselbe Thema. Scherzhaft gesagt, tritt dem John Gray-Kult für 3 Monate bei. Immer wenn Spannung aufkommt, sag, lass uns jetzt nicht darüber reden. Lass uns stattdessen über Dankbarkeit und Glück sprechen. Ignorieren wir Negativität für 3 Monate. Auf diese Weise kannst du die Neurochemie und die Muster in deinem Gehirn verändern. Die Forschung zeigt, dass wenn du etwas Neues und anderes machst, du Gehirn, chemisches Gehirn, Bindegewebe wachsen lässt. Du wirst es sofort wachsen lassen. Nehmen wir an, ich spiele kein Klavier und jemand bringt mir bei, wie man 3 Akkorde spielt und ich wiederhole sie immer und immer wieder für 6 Stunden, immer und immer wieder. Ein großer Teil meines Gehirns wird wachsen. Es wird tatsächlich wachsen. Nehmen wir an, ich kann bereits Klavier spielen und du bringst mir neue Akkorde bei. Nichts passiert. Es ist neu und anders. Wenn du deinen Willen einsetzt, der uns von Tieren unterscheidet und sagst, weißt du was? Streiten hat nie funktioniert. Also schließen wir uns für 3 Monate dem Kult an, trainieren unser Gehirn um und du wirst mit einem größeren Gefühl der Fähigkeit zurückkommen, nicht zu eskalieren. Eskalation ist das Schlimmste in Beziehungen, das Beste im Schlafzimmer. Es liegt in unserer Natur. Aber lasst uns lieber positiv eskalieren als negativ. Wenn du nicht sofort in Dankbarkeit umschalten kannst, ist es okay, nicht einfach zur Positivität zurückzukehren. Es wirkt dann wie Hokuspokus, als würden wir es vortäuschen. Wenn du dich so fühlst, lass uns jetzt nicht darüber reden. Ich brauche Zeit, um zu meinem wahren Selbst zurückzukehren. Ich brauche Höhlenzeit. Frauen, sucht jemanden zum Reden. Frauen müssen reden, wenn sie aufgebracht sind. Reden und gehört werden produziert Östrogen und senkt Stress. Männer vergessen es vorübergehend. Und wenn du dich gut fühlst, denk an dieses Gespräch. Denk daran, was für ein dummer Kerl du warst. Ich hab's vermasselt. Ich sagte, ich hätte das nicht tun sollen, nicht sagen sollen. Komm zurück. Hier ist die Entschuldigung. Ich habe viele Bücher. Ich werde versuchen aufzuhören, aber sobald du sagst, dass dies die ultimative Entschuldigung ist, Mann, du weißt nicht, wie man das macht. Siehst du, du sagst, oh, es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen. Und sie sagt, ja, okay. Du fühlst dich dann, als würde jemand auf dich herabsehen. Stattdessen kannst du sagen, ich habe gemerkt, dass ich dies und das gesagt habe. Ich war so unsensibel. Es tut mir leid. Welcher Mann verliert seine Männlichkeit, wenn er sagt, ich war unsensibel? Unsensibel zu sein zeigt Männlichkeit. Ein weiteres Beispiel, ich war unsensibel, Ezio. Ich habe das gesagt oder angefangen, lauter zu werden. Ich möchte mich einfach entschuldigen, weil ich sehr unsensibel war. Na und? Deine Energiekraft sinkt, wenn du dich für etwas entschuldigst, das nicht so schlimm war. Bei großen Dingen entschuldige dich. Aber bei Kleinigkeiten, du kannst immer sagen, ich war so unsensibel. Ich war ein Tyrann. Ich sehe, ich war ein Tyrann.
Oder du könntest sagen, ich habe erkannt, dass die Art, wie ich mit dir gesprochen habe und meine Stimme erhoben habe, so gemein war. Ich kann jetzt netter sein. Ich möchte jetzt netter sein. Es geht darum, deine Verantwortung anzuerkennen, indem ich negative Substantive vermeide, um auszudrücken, wer du bist, anstatt zu sagen, dass du unzulänglich bist. Wie auch immer. Es gibt viele Werkzeuge. Das steht in meinem Buch Mars und Venus auf einem Date. Es gibt viele gute Tipps, auch für verheiratete Paare. Ich meine, John, hör zu. Du hast in den letzten 30, 40 Jahren so vielen Männern und Frauen auf der ganzen Welt geholfen. Vielen Dank für all deine Arbeit. Wo können die Leute mehr über deine Arbeit erfahren? Okay, danke dafür, Alex. Was sie tun können. Das ist ein wunderbares Buch. Jenseits von Mars und Venus gibt es auf Kassette, also können Sie es im Auto hören. Mars, Venus, 2 Wörter. marsvenus.com ist meine Website mit Vorabkursen und Blogs. Du kannst alles dort sehen. Wiederholung ist entscheidend. Ich habe einen Zettel für Phil am Kühlschrank. Löse nicht Ihr Problem. Ein weiterer ist, sprich nicht. Einfach nicht sprechen. Natürlich wollen Frauen sagen, okay, was geht in dir vor? Und sobald du sprichst, warum würdest du das sagen? Wie konntest du das sagen? Der Streit beginnt, also sobald es Spannungen gibt. Lass uns das jetzt nicht besprechen. Lass uns auf das Positive fokussieren und es schätzen. Das ist wichtig. Ich schätze an dir, wofür ich dankbar bin und worauf ich stolz bin. Lenke dein Gehirn um. Trainiere es, nicht ins Negative zu gehen, da es dort eskaliert. Kehre zum Positiven zurück. Vielen Dank, dass du mich in deine Show eingeladen hast, Alex. Es ist mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für all die gute Arbeit über die Jahre, mein Freund. Ich schätze es sehr. Danke für deine Teilnahme an der Sendung. Weiterhin viel Erfolg und Hilfe, mein Herr. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.